Herzlich willkommen. Mein Name ist Andi. Ich bin von der Firma Rescue und ich zeige euch heute, wie man ein MacBook Air 13 Zoll bei einem MacBook Air 13 Zoll 2017 A1466 den Akku tauscht. Das ist im Prinzip relativ einfach und auch relativ schnell zu machen. Wir haben auf der Rückseite das Gehäuseunterteil und das Gehäuseunterteil ist befestigt mit 10 Pentalobe-Schrauben, Pentalobe 5. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich den richtigen Bit habe. Das ist ein Torx 5, den benötigen wir später. So, wir fangen hier oben mit den 2 Schrauben an. Das sind nämlich 2 längere, die haben 9 mm, dass wir die später nicht verwechseln. Und ganz wichtig ist, dass alle Schrauben ein bisschen schräg rausgeschraubt und später auch wieder eingeschraubt werden. So, die legen wir uns hier beiseite. Und dann die restlichen 8, die sind etwas kleiner. So, wenn wir die Schrauben alle entfernt haben, dann schnappen wir uns das Gehäuseunterteil von der Oberkante, klappen das ein Stück hoch und legen das beiseite. Und dann sind wir auch schon im Innern des Gerätes. Hier hat unter Umständen schon mal ein Akkutausch stattgefunden, weil hier die Halterungen gebrochen sind. Das habe ich aber auch schon öfters gesehen bei Geräten, die noch nicht geöffnet waren. Zuallererst nehmen wir diese Lasche. Hier ist der Akku mit der Platine verbunden und lösen diesen Stecker. Das geht am besten, wenn wir ein Stück in diese Richtung ziehen und dann ein wenig beiseite. Jetzt haben wir hier unseren Ersatzakku. Der hat eine Abdeckung, die schnappe ich mir und lege sie auf den alten Akku drauf, dass es hier nicht zu einer Beschädigung kommen kann. So, und dann schnappen wir uns hier unseren Torx 5-Bit und fangen an, die Schrauben zu lösen. Das sind insgesamt 5 Stück. Da haben wir auch 3 lange und 2 kurze. Deswegen legen wir uns die so hin, wie wir sie rausholen. Und die unteren 2 Schrauben, das sind die 2 kleinen. Und dann können wir den Akku schon entnehmen. So. Jetzt entfernen wir hier noch die Plastikreste. Die brechen bei diesem Modell gerne ab. Bevor der neue Akku reinkommt, müssen die weg. So, und jetzt alles nochmal in umgekehrter Reihenfolge. Der neue Akku ist drin. Das heißt, jetzt wird zuallererst der Akku verschraubt. Dazu schnappen wir uns zuallererst die 2 kleinen Schrauben. Und anschließend die 3 langen. Nun können wir den Akku verbinden. Und das war es dann auch schon im Großen und Ganzen. Jetzt wird das Gehäuseunterteil wieder angebracht. So. Und dann werden die Gehäuseschrauben wieder eingedreht. Hier wieder wichtig, ein klein wenig schräg eindrehen, ansonsten verkanten die sich. Die 2 langen Schrauben setzen wir hier ein. So, jetzt können wir das Gerät starten, um zu schauen, ob alles einwandfrei funktioniert. Wenn der Akku vorgeladen ist, das ist natürlich die Voraussetzung. So,
Das Gerät startet, man sieht es auch im Video. So, ich halte das mal ein bisschen in die Kamera, dass man das besser sieht. So, die Reparatur ist nun abgeschlossen. Der MacBook hat einen neuen Akku, funktioniert jetzt wieder einwandfrei. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.